mal was zur Diebstahlsicherung. Ich werde immer wieder gefragt, wie machst du das denn mit deinem Fahrrad? Wie sicherst du das denn, wenn du unterwegs bist? Und also ich hätte hier 2 Palmen, da könnte man es ja festbinden. Manchmal gibt es ja auch so Stahlstangen oder mal wegen da in der Dusche, da ist ja auch schön Stahl. Da könnte ich also hier dieses Kryptonite Bügelschloss, da könnte ich den Rahmen ja mit anschließen. Aber das hat man halt selten. Und dadurch, dass ich mal so ein paar Sachen in der Tasche lasse, will ich dann auch ganz gern das unter Beobachtung haben. Und selbst wenn man schläft, und weil hier abends doch viel Verkehr ist, also hier wird viel flaniert am Abend und hier ist reger Betrieb, ist eigentlich nicht so meine bevorzugte Location für meinen Stellplatz, wenn ich dann halt also ja immer selbst, wie nennt man das, freistehend bin. Ne? Also nicht auf Campingplätze gehe, sondern einfach irgendwo mich hin hocke mit meinem Zeltchen und da dann, ich sag mal, bivakiere und nicht campe, weil Campen ist ja oft nicht erlaubt. Ja, zum Sichern des Rades. Also mache ich das fast immer, so wie es jetzt hier aufgebaut ist. Das Zelt hat eine Aufstellstange, nur eine kleine leichte Stange und hat dann 5 Punkte ringsrum, die ich entweder mit Hering das Zelt veranker. Und dann gibt es diese eine gelbe Linie, die richtet mir mein Zelt auf. Wenn die nicht da ist oder wenn die hier, wenn der Hering abgehen würde, dann würde das Zelt sofort zusammenklappen. Ich schlafe da drin, das heißt, wenn hier einer rumfummelt, würde ich das normalerweise mitkriegen. Und spätestens, wenn das Zelt zusammenfällt, also dann bin ich ja wach. Also. Und dann in dem Moment ist der noch nicht weg, wenn er das Rad sich nehmen würde. Ich schließe dann in der Regel zweimal das Rad in sich so an, dass er nicht raufspringen kann und wegfahren kann damit. Also hier ist es mit Seil. Das ist so meine eigentlich, ich nenne das immer Wegschiebeschutz. Das ist also nur ein Seil, also mit einem Seilenschneider kriegt man das nicht auf. Da ist dann hier ein kleines Schloss. Und das ist immer, wenn ich tagsüber mal irgendwo in den Supermarkt gehe oder im Restaurant bin und nicht gleich, also neben dem Rad sitze, oder das heißt, wenn man neben dem Rad sitzt, also wenn echt ein ganz frecher Dieb kommt, der springt drauf, fährt weg, das ist dann weg, das Rad, da komme ich ja nicht mehr hinterhergelaufen. Ja, einen Helm hänge ich immer unter, dass mir hier möglichst kein Sand in Bremse reinläuft. Ne, die Kette ist eh immer oben, das Ritzelpaket. Also 2 Schlösser. Am meisten ist, finde ich, am wirksamsten ist das hier. Ne? Am Pedal ist diese Aufrichtschnur vom Zelt. Und wenn also einer hier rumfummeln würde, das lose machen will, dann würde ich es merken. Ne, der müsste also, was ich erst hatte, ich hatte erst hier an dieser Verlängerungsschnur dann diesen Stein, der ist schön schwer, das darauf gelegt. Und dann könnte man das Rad ja rausziehen und leise wegtragen mit dem Schloss. Dann will ich es im Schlaf wahrscheinlich nicht bemerken. Und dann wäre es halt weg, weil es nicht an sich irgendwo festgemacht ist. Ne? Ja, also das ist so das Standard-Setup, wie ich das Rad sichere auf Touren. Meistens bin ich ja auf Wiesen oder Äckern, wenn ich so in Europa unterwegs bin. Hier hat es sich angeboten in der Türkei oder auf Zypern. Da war ich dann immer, weil es auch traumhaft ist, immer morgens da wach zu werden und aufs Meer zu gucken und sieht, wie die Sonne hochkommt und abends sieht, wenn sie runtergeht. Das ist also für mich super traumhaft. Ne? Deswegen am Strand bevorzuge ich immer den Strand, weil ich auch immer weiß, ich kriege es aufgebaut, das Zelt. Ich habe immer einen geraden Untergrund. Wenn er nicht gerade ist, nehme ich mir ein Brett oder irgendwas, was hier rumliegt und ziehe den Sand einmal gerade. Und dann habe ich also einen tollen Schlafplatz. Und der ist 1A, der ist, also gefällt mir besser als irgendein so Hotel, selbst wenn das Hotel hier am Strand ist. Ne? Solange es trocken ist. Also bei Regen habe ich da auch keine Lust zu, hier dann im Regen zu hocken. Ja, das ist also der Diebstahlschutz mit dem Fahrrad. Und gestern, genau, also deswegen komme ich auch darauf, dieses Video zu drehen, weil A, fragten mich manchmal welche, wie machst du das? Und ja, hier war natürlich abends viel Verkehr. Ich habe auch überlegt, Mensch, kann ich jetzt zelten, gibt es Ärger? Kommen hier irgendwelche Leute, die meinen, das ist ja nicht erlaubt. Und dann baue ich mir erst das Zelt auf, den Rest lasse ich noch am Rad und gucke dann, ob dann irgendwie ich beobachtet werde oder ob da irgendwie einer kommt, der irgendwas fragt. Und das war also gestern nicht der Fall, wie ich auch erwartet habe. Und dann aber abends war dann plötzlich da dann irgendwie so, ja, also man merkt ja, wenn man beobachtet wird, wenn einer genau guckt, was man hier tut oder was man hier hat.
Und dann kam, als es dann dunkel war, dann hier doch echt einer an und kam ans Zelt ganz nah und fragte nach Feuer. Ja, kann uns zwei, und vor allen Dingen sein Augenkontakt ging nicht kurz zu mir und den Rest ging ja zum Rad, der Augenkontakt. Und da habe ich gedacht, ja, könnte ein Schlitzohr sein, der hier guckt, wie man es in der Dunkelheit dann wegholen könnte. Und da hatte ich also erst diesen Stein hier nur drauf und habe gesagt, okay, Stein weg. Deswegen ist das hier noch diese Bremse, wo der Stein drauf lag. Und wieder ran ans Pedal. Und so, dass der, falls der dann irgendwie ein paar Stunden wiederkommt, wenn er meint, ich schlafe, dass er es dann hier wegzieht. Das sind immer so Erinnerungen, so Momente, wo man sagt, dann lieber vorsichtig, weil ist ja schon ein sonderbarer Fall. Ne? Hier sind auch genug andere, die vielleicht Feuer hätten. Er kommt zum Zelt. Ne? Und der Augenkontakt, wenn er also mich die ganze Zeit angeguckt hätte, hätte ich nichts gedacht, aber der guckt die ganze Zeit aufs Fahrrad. Ja, da muss man vorsichtig sein. In der Regel sieht man mich nicht, weil ich spät komme, weil ich dann irgendwo hinter Hecken bin, wenn ich auf Feldern bin oder auf Wiesen und gehe meistens höher als, also wenn die Möglichkeit da ist in den Bergen, höher als die Straße ist, weil man nach oben ja das nicht sieht, wenn dann auf der nächsten Fläche irgendwie ein Zelt ist. Also in der Regel sieht man mich gar nicht erst. Ne? Und genau, hier ist aber nun extrem exponiert, obwohl Dezember ist und ne, im Sommer würde das hier garantiert nicht gehen. Dann wäre hier viel zu voll, würde ich das auch gar nicht erst eingehen. Dann würde ich mir halt einen leereren Strandabschnitt suchen. Ja, ich schließe jetzt auf, dann baue ich das Zelt ab, dann stelle ich das Fahrrad da gegen die Palme, dann wird es beladen und dann fahre ich weiter.